Und jetzt das Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Christian Sievers. Ihnen allen einen guten Samstagabend, an dem die Welt auf den ehrwürdigen Plenarsaal des US-Repräsentantenhauses schaut. Am Ende dürfte die Erleichterung aus Kiew quer über den Atlantik bis nach Washington zu spüren sein. Es geht um die enorme Summe von 61 Milliarden $, ein Hilfspaket für die Ukraine, das so etwas wie ein Gamechanger sein soll. Von der Ukraine sehnlichst erwartet, von vielen republikanischen Abgeordneten im US-Parlament, aber seit Monaten blockiert, weil sie weitere Hilfen an die Ukraine ablehnen. Ohne das Paket würde es sehr eng. Der CIA-Chef warnte vor einer Niederlage des Landes noch in diesem Jahr. Aber heute Abend gibt es dann doch grünes Licht. Claudia Bates, ZDF Washington. Jubel bricht aus im Repräsentantenhaus, als die Ukraine-Hilfe durch ist. Bis es dem Sitzungsvorsitzenden etwas zu viel wird. Flaggen im Plenum sind nicht angemessen. Monatelang hatten die Republikaner über das Gesetz gestritten. Der rechte Trump-Flügel der Partei, russlandfreundlich, lehnte es ab. Der mächtige Sprecher des Repräsentantenhauses zauderte, taktierte, warnte heute nochmals vor einer Ausweitung des Krieges auf NATO-Staaten. Wir schicken lieber Munition in den Krieg als unsere eigenen Jungs, unsere Soldaten. Dies ist ein wichtiger Moment, eine wichtige Gelegenheit, diese Entscheidung zu treffen. Mit einem Trick umschiffte der Speaker letztlich den Streit. Er hat das vormals umfassende Gesetzespaket aufgespalten. Dadurch ermöglichte er wechselnde Mehrheiten. Ukraine, vor allem von Demokraten, unterstützt. Israel-Hilfen, breite Unterstützung. Auch Taiwan wird Hilfen erhalten. Das Geld für die Ukraine wird zum Teil als Darlehen gewährt. Damit will Johnson seine extremen Parteikollegen befrieden, die ihn absetzen wollen. Er liefert diesen Bullshit hier, Geld für einen fernen Krieg, nichts für Amerika. Das ist unglaublich. Um sich abzusichern, hatte Johnson sich mit dem de facto Parteiführer Donald Trump abgestimmt, der ihn stützte. Danach fand der Speaker den Mut zur heutigen Abstimmung. Ja, bringen wir unsere Korrespondenten noch mit dazu. Zunächst zu dir, Claudia Bates in Washington. Heißt das, Donald Trump hat am Ende den Ausschlag gegeben, weil er seine öffentliche Haltung zu den Ukraine-Hilfen ja offenbar geändert hat? Also Donald Trump war hier in zweierlei Hinsicht mit ausschlaggebend. Zum einen hat der Speaker Mike Johnson ihm diesen sehr devoten Besuch abgestattet. Die beiden sind sich in vielem völlig einig. Mike Johnson ist ein Trumpist in seiner Partei, der Trump aktiv bei dem Versuch geholfen hat, das Wahlergebnis zu kippen nach der letzten Präsidentschaftswahl. Und diesem loyalen Freund hat Trump jetzt diese Unterstützung gewährt. Der andere Punkt ist, dass Trump diese Idee mit dem Darlehen gepusht hat. Auf ihn geht es also zurück, dass ein Teil des Geldes für die Ukraine jetzt erstmal nur geliehen werden soll. Insofern ja, spielt er eine wichtige Rolle für diese jetzt erfolgte Abstimmung. Dann rüber zu Luc Walpott. Er ist in Kiew für uns. Luc, guten Abend auch an dich. In Kiew dürfte das Aufatmen deutlich zu hören sein. Gibt es denn schon Reaktionen aus der Ukraine? Ja, die gibt es. Präsident Zelensky hat sich unmittelbar nach der Abstimmung gleich in den sozialen Medien zu Wort gemeldet. Er hat beiden Parteien im Repräsentantenhaus gedankt für diese lange erwartete und sehr bedeutende Hilfszusage. Wörtlich sagte er, unsere Kämpfer an der Front, unsere Städte, unsere Dörfer, die werden die Erleichterung jetzt nach dieser Zusage spüren. Niemand erwartet hier, dass sich jetzt durch diese Abstimmung im Kongress morgen das Kriegsblatt wendet an der Front. Aber denn es ist einfach so, die Übermacht der Russen, insbesondere aus der Luft, ist einfach zu erdrückend. Aber psychologisch ist das sehr wichtig. Das ist ganz wichtig für die Stimmung hier im Land. Es lässt die Menschen, die in dieser schwierigen, bedrängten Lage sind, auch die Kämpfer an der Front, wieder etwas mehr hoffen. Und Claudia, ganz konkret jetzt, wie schnell kann es denn gehen, bis die Hilfe, bis neue Waffen, Munition in der Ukraine tatsächlich ankommen? Das kann recht schnell gehen. Das Pentagon hat die Lieferungen für die Ukraine längst vorbereitet, so ist zu hören.
Es geht vor allem um Munition für Artilleriegeschütze, es geht um Hilfe bei der Luftabwehr. Der Senat, also die andere Parlamentskammer, muss diese Hilfen jetzt noch verabschieden und Präsident Biden kann das in den nächsten Tagen unterzeichnen. Und je nachdem, aus welchen Lagern, an welchen Standorten diese Waffen jetzt kommen werden, könnten die ersten davon in weniger als einer Woche in der Ukraine schon zum Einsatz kommen. Claudia Lück, Washington, Kiew, ganz herzlichen Dank für diese Informationen heute Abend. Der Krieg in Gaza ist gerade aus den ganz großen Schlagzeilen verdrängt, aber er geht weiter. Und er hat Folgen, dramatische auch für Deutschland. In Berlin leben viele Israelis. Über die Anfeindungen gegen sie und gegenüber deutschen Jüdinnen und Juden haben wir mehrfach schon berichten müssen. Berlin wird aber auch von vielen Palästinenserinnen und Palästinensern immer wieder beschrieben als ihr größtes Geflüchtetenlager außerhalb des Nahen Ostens. Es sind mehrere hunderttausend Palästinenser, die in Deutschland leben. Gerade die deutsche Hauptstadt wurde für sie zu einem Sehnsuchtsort. Das hat sich geändert. Seit der Gaza-Krieg tobt, verstehen viele von ihnen die neue Heimat nicht mehr. Und die Diskussion hier. Unsere Reporterin Stefanie Gargosch hat Familien getroffen, voller Stolz, es in Deutschland geschafft zu haben und voller Unverständnis darüber, dass ihre Sicht kaum gehört werde. Dr. Hirsham Darsham stammt aus Gaza-Stadt. Seit 40 Jahren lebt er in Berlin. Die Mehrheit seiner Patienten hat einen arabischstämmigen Hintergrund. Viele verloren Angehörige im Gazastreifen, auch Dr. Darsham. Ich habe bis dato 93 Mitglieder meiner Familie verloren. Ja. Sein Cousin etwa, mit Frau und Tochter tot. Viele andere sind Flüchtlinge im eigenen Land. Natürlich sind die alle vertrieben. Mein Bruder hat ja sein Haus verloren, meine Schwester hat ihr Haus verloren und leben sozusagen bei irgendwelchen Leuten, die jetzt nett sind, sie aufzunehmen. Wenn ich mit irgendjemandem spreche, meine Schwester, da sagt die, wir sitzen bei einer Familie im Süden von Gaza, wir sind 16 Leute in einem Zimmer. Ja. Er fühlt sich als Deutscher und als Palästinenser. Aus der Politik hält sich der Arzt raus. Nur so viel. Es gibt Extremisten auf beiden Seiten. Ich bin ein friedliebender Mensch, der sagt, okay, lass uns mal zusammenleben. In Frieden. 2 Staaten. Dr. Kamalou kam vor 37 Jahren aus Gaza nach Deutschland, lebt seitdem ebenfalls in Berlin. Der Traum meiner Mutter war, dass ich Arzt werde. Und deshalb hat sie alles getan, dass ich im Ausland studiere. Ich bin gerne Deutscher und ich liebe dieses Land und ich verdanke dieses Land auch vieles. Den furchtbaren Überfall der Hamas am 7. Oktober verurteilt der Zahnarzt natürlich. Bei ihm gibt es inzwischen jedoch ein Aber. Am Anfang kann ich verstehen, da war es schlimm. 7. Oktober hat uns alle betroffen. Wir waren auch schockiert als Palästinenser. Sowas darf man nicht machen. Aber wenn man nach mehreren Wochen sieht, dass so viele zivile Bevölkerung zu Opfer fällt, Kinder gerade. Auch Lou hat viele Angehörige seiner großen Familie in Gaza verloren. Deutschland sei dafür als Freund Israels, wie er sagt, mitverantwortlich. Auch deshalb ist er bei Demonstrationen ab und zu dabei. Und ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht von Deutschland, von der Regierung Deutschlands. Man kann Freund haben, aber ich kann nicht zulassen, dass mein Freund Fehler macht und applaudiere. Ich muss einfach in der Lage sein, zu sagen, stopp, da sind Menschenleben. So sind sie hin und her gerissen zwischen der pro-israelischen Haltung ihrer Heimat Deutschland und dem Leid ihrer Angehörigen in Gaza. Die Gedanken immer dort, auch beim gemeinsamen Essen. Es ist kein schöner Tag, kein schöner Moment. Und wir sind sehr, sehr traurig betroffen. Und auch wütend. Die Hoffnung auf Frieden haben sie dennoch nicht aufgegeben. Und jetzt weitere Nachrichten hier von diesem Samstag im Überblick mit dir, Hanna. Der türkische Präsident Erdogan hat sich mit dem Chef der Terrororganisation Hamas Haniyeh in Istanbul getroffen. Bei dem Gespräch soll es unter anderem um eine mögliche Waffenruhe und um humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen gegangen sein. Laut dem türkischen Präsidialamt sagte Erdogan, Israel dürfe keine weiteren Geländegewinne machen. Zudem rief er die Palästinenser zur Einheit auf. Dies sei, Zitat, der Weg zum Sieg.
Die Fregatte Hessen hat ihren Einsatz im Roten Meer beendet. Vor rund 2 Monaten war die Fregatte mit rund 240 Soldatinnen und Soldaten an Bord in die Region entsandt worden, um die zivile Schifffahrt gegen Angriffe der Houthi-Miliz zu schützen. In 4 Fällen seien Drohnen und Flugkörper der Miliz abgewehrt worden, erklärte das Verteidigungsministerium. Der 15. Juni soll in Deutschland zum jährlichen Veteranentag erklärt werden, um Soldatinnen und Soldaten, die in der Bundeswehr gedient haben, Anerkennung zu zeigen. Darauf haben sich die Ampelfraktionen und die Union im Bundestag geeinigt. Am nächsten Donnerstag soll das Parlament über das Thema beraten. Der Volkswagen-Konzern ist ab 2010 Opfer eines massiven Hackerangriffs geworden. Das zeigen Recherchen des ZDF-Magazins Frontal und des Spiegel. Demnach führen die Spuren nach China. Volkswagen bestätigte den Fall. Die chinesische Botschaft in Berlin wies den Vorwurf als empörend zurück. Mehrere Jahre nahmen die Hacker den Autobauer ins Visier. Dabei gelang es unter anderem, Daten zur E-Mobilität und Motorenentwicklung zu stehlen. Mehr zu den Recherchen gibt es online auf ZDF heute. Venedig als einer der faszinierendsten Orte dieser Welt braucht im Grunde keinen Extragrund, um dorthin zu pilgern. Aber es gibt ihn doch. Seit heute ist die Kunstbiennale offiziell für Besucher geöffnet. Es ist die 60. Ausgabe dieser aktuell vielleicht wichtigsten Präsentation zeitgenössischer Kunst weltweit. Ich könnte jetzt noch viel mehr erzählen, aber wir müssen das ja sehen, erleben. Jetzt im Fernsehen mit Barbara Luke. Es sind nur ein paar Buchstaben, Worte, eine Überschrift, doch darin steckt eine ganze Welt. Stranieri ovunque, foreigners everywhere, Fremde überall. Am Ende will ich vor allem auf Kunst blicken, die kraftvoll, die einzigartig und eben in vielerlei Hinsicht komplex ist. Fremde überall, Kernbotschaft der diesjährigen Biennale mit ihren knapp 90 Länderpavillons. Doch die Weltpolitik treibt auch dieses rauschende Fest der Kunst vor sich her. Im Zentrum der Krieg in Gaza. Schon im Vorfeld der heutigen Eröffnung gab es Boykottaufrufe. Und Ruth Patir, die junge Künstlerin des israelischen Pavillons, steht plötzlich mittendrin. 4 Jahre hat sie für diesen Tag an ihrem Werk Motherland gearbeitet und dann den Pavillon und damit ihre Kunst verschlossen, so lange, bis eine Waffenruhe erreicht ist und die Geiseln frei sind. Es war ein Kraftakt. Ehrlich gesagt, es ist gegen jeden Instinkt, es nicht zu zeigen. Aber wir haben entschieden, dass die Kunst warten kann und wir diese Bühne anders nutzen müssen. Wie politisch darf, wie politisch muss Kunst sein? Ein paar Pavillons weiter treffen wir Samia Halabi. Die palästinensische Künstlerin floh vor über 70 Jahren in die USA. Ihr Blick ist weit und weise, ihre Haltung klar. Es gibt etwas, das nenne ich das Verbrechen der Stille. Ich glaube nicht, dass mein Bild etwas ändern wird in der Realität. Aber wenn ich meine Stimme erhebe, animiere ich auch andere zu sprechen. Vor dem deutschen Pavillon haben die Künstler den Eingang zugeschüttet. So fühlt es sich an, wenn man nicht hinein darf, wo man doch hin will. Schafft Kunst das? Türen öffnen, Wege finden? Innen verströmt die in Deutschland lebende Israelin Yael Bartana ihre Visionen einer besseren Welt. Ich bin keine Politikerin, ich bin Künstlerin. Meine Kunst ist wirkungsvoller als alles, was ich je sagen könnte. Und am Ende reicht manchmal ein Funke und alles steht in Flammen. Da geht es der Kunst hier in Venedig nicht anders. Zu den Lottozahlen an diesem Samstag. Die lauten 7, 17, 28, 35, 44, 49, Superzahl 3. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. Bleibt noch der Blick auf die teils frostigen Wetteraussichten. In den nächsten Stunden gibt es in den nördlichen Mittelgebirgen oberhalb von 300 Metern kräftigen Schneefall. Morgen in der Mitte oft freundlich, weiter nördlich Schauer, im Süden häufig Regen, oberhalb von 400 Metern Schnee, 4 bis 11 Grad. In den nächsten Nächten droht verbreitet Nachtfrost bis -4 Grad, tagsüber Schauerwetter bei Höchstwerten von 4 bis 12 Grad.
Ja, ich mache die Winterreifen wieder drauf. Herzlichen Dank dafür. Wir alle hier sagen Ihnen Danke fürs Interesse. Und die nächsten Nachrichten gibt's hier gegen 0:20 Uhr. Vom gesamten Team des Heute-Journals. Danke und bis morgen. Tschüss. Tschüss.